Was ist das hier mit Zwiebeln, Tomaten, Grünzeug und wahlweise mit oder ohne scharfer Soße? Was für eine Frage. Ein Döner. Oder vielleicht doch nicht? Denn genau das ist die Frage. Wird der Döner, wie man ihn hierzulande kennt und kaut, auch noch in Zukunft Döner heißen? Aus Istanbul erreicht die riesige, hiesige Döner-Community nämlich die Forderung, die Brottasche doch bitte umzubenennen, weil der echte Döner ein anderer sei. Einer ohne all das Gedöns drumherum. Über nicht weniger als eine nationale Angelegenheit berichten Markus Rosch und Griet von Petersdorf. Der Bundespräsident serviert Berliner Döner. Und das zu Beginn seines letzten Türkei-Besuchs. Den Dönerunternehmer und den 60 Kilogramm schweren Spieß hat er extra aus Berlin mitgebracht. Viele fanden das damals ziemlich seltsam. Denn es kann nur einen wahren Döner geben, den türkischen. Das sagt zumindest die internationale Dönervereinigung in Istanbul und will den klassischen Döner jetzt namentlich bei der EU schützen lassen. Der Berliner Döner müsste dann Drehbraten oder so ähnlich heißen. Wir haben Schutzmaßnahmen für den traditionellen Döner eingeleitet, einschließlich des Fleisches, des Marinierens, des Aufspießens und der genauen Garzeit. Im Restaurant Tatar Salem, einer Institution in Istanbul, servieren sie den klassischen Döner. Gegrillt über Holzkohle, mit normierten Messern fein geschnitten und dann als Tellergericht, oft mit Reis serviert. Ohne Gewürze, Soßen und Beilagen. Ganz anders als bei seinem deutschen Verwandten. Und darauf ist man hier stolz. In der Türkei mag das jeder. So schützt sich unser Döner eigentlich von selbst. Ich würde nie einen Döner im Fladenbrot mit Soße essen. Andere Länder, andere Döner. Treffen mit Arif Keleş, Steinmeiers Dönerkoch. Keleşs Familie hat seit 3 Generationen einen Laden in Berlin-Schöneberg. Seine deutsch-türkischen Dönervariationen werden von der Kundschaft geliebt. Der Döner ist ja ein deutsch-türkisches Kulturgut. Also das nochmal umzubenennen wird schwer. Ich weiß nicht, was aus der Sache da rauskommt. Eberhard Seidel hat ein ganzes Buch über das Leibgericht der Türken und der Deutschen geschrieben. Der deutsche Döner sei von türkischen Einwanderern entwickelt und verfeinert worden, sagt er. Und Qualitätsvorschriften gäbe es schon genug. Döner solle Döner bleiben und nicht Drehbraten heißen. Auf dieser Welt ist Platz für ganz verschiedene Formen von Döner. Und da muss niemand den Döner monopolisieren wollen für sich, sondern es gibt dann eben den reinen türkischen Döner, was Menschen glauben. Es gibt den German Döner oder den Berlin Döner und es gibt also andere Adaptionen. Steinmeiers Türkei-Reise begann und endete übrigens auch mit einem Döner. Nach der mitgebrachten Berliner Variante wurde ihm im Präsidentenpalast dann das türkische Original serviert.